Ja, moin zusammen und willkommen in der Rancor-Höhle zu einem weiteren Video. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass wir das ein oder andere Mal jetzt in die Vergangenheit reisen werden. Und ja, ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht aus den Zeiten von den sogenannten Boutique-Herstellern. Was das genau bedeutet, sage ich euch gleich. Aber jetzt reisen wir erstmal gemeinsam zurück in die End-90er. Die Mit- und End-90er waren einfach eine Zeit des Umbruchs. Es gab letzten Endes nur Schwarz und Weiß. Man hat die Spielzeughersteller gehabt für Actionfiguren, so wie im Star Wars-Bereich und was noch so alles gab, Mattel, Hasbro und Co. Und andererseits dann die ersten Hersteller für High-End-Statuen. Sideshow kam da auf mit, ich glaube, Universal Monsters war das erste, was sie rausgebracht haben. Und letzten Endes gab es wirklich nur diesen Massenmarkt, fokussiert auf ja, Kinderspielzeug, wo diverse Erwachsenensammler auch natürlich auf den Zug aufgesprungen sind und halt diese High-End-Statuen. Und das ist ein ganz interessanter Fakt, weil es ja dann Pioniere gab, die nicht in Schwarz und Weiß gedacht haben, sondern genau einen Punkt hatten, um diese Grauzone zu füllen. Das heißt, man hatte erschwingliche Produkte oder Lizenzen, die allerdings sich nicht an Kinder gerichtet haben, also eine weiterentwickelte Actionfigur, die sich in erster Linie an Erwachsene gerichtet hat. Zu dem Zeitpunkt sind Firmen aufgekommen wie McFarlane Toys, wo Todd McFarlane mit Spawn seine eigene Lizenz vermarktet hatte und dann auch diese Movie Maniacs Lizenzen hatte. Also immer noch im klassischen Sinne eine Actionfigur, aber unterm Strich gerichtet an erwachsene Sammler mit mehr Details, mit wenig oder kein Play-Features, sondern was man sich einfach ja, in die Vitrine stellen kann oder in der Verpackung lassen kann. Genau wie Neckar Toys bis heute immer noch ganz weit vorne. Man hat den Fokus gelegt auf Detailgrad, auf Zubehör. Wie gesagt, dem ganzen Kinderspielzeug mehr eine erwachsenere Note zu geben. Und dazu gab es noch einen Hersteller, über den ich heute sprechen möchte, weil ich da ein paar sehr schöne Stücke in der Sammlung habe. Und das ist Palisades Toys. Kennt vielleicht heute keiner mehr, aber Palisade Toys war ja letzten Endes auch einer, der in der Reihe dieser Boutique-Hersteller war. Und Boutique-Hersteller waren ja, die Nischenanbieter, die letzten Endes diesen Sprung gemacht haben zwischen Massenmarkt für Kinder und High-End-Statuen. Das heißt, wo lag der Fokus? Der Fokus lag auf Zielgruppe sind Erwachsene und man richtet sich an Qualitätsmerkmalen, man orientiert sich an einer ganz anderen Zielgruppe und einem ganz anderen Level an Qualität. Und so wie bei McFarlane und Neckar auch, hat Palisades dann angefangen, eigene kleine Lizenzen zu kaufen. Die haben angefangen als Zulieferer für Kenner und Hasbro. Das heißt, man hatte die gar nicht auf dem Schirm. Die Firma existierte seit 1994 und die haben halt Kleinigkeiten gemacht für die ganz Großen. Beispielsweise für G.I. Joe 1:6 Serie, wenn es da Zubehörsets und Co. gab, die hat dann Hasbro nicht produziert oder Mattel, ich glaube G.I. Joe war Hasbro. Aber das hat dann Palisades produziert. Das wurde dann halt entsprechend gelabelt und dann kam das Ganze entsprechend dann unter der Marke mit in die Regale. Und so haben die halt entsprechend gelernt, wie es darum geht, die Formen zu machen und wie das Ganze umzusetzen ist. Und dann haben Palisades den mutigen Schritt seiner Zeit gewagt, zu sagen, wir kaufen eigene Lizenzen. Wir produzieren selber. Wir haben angefangen mit
Gegen 98 gab es Actionfiguren in der Resident Evil Lizenz beispielsweise und später auch ganz groß die Muppets Lizenz. Sie haben sehr schöne Muppet-Figuren, sehr detailliert produzierte Muppet-Figuren gemacht unter der Lizenz. Unter anderem auch einen ziemlich coolen Kermit in einem Indiana Jones-Outfit, den ich ja immer noch auf der Wunschliste habe. Und ja, mal gucken, ob der mir bei Zeit mal über den Weg läuft, auch wenn ich gar nicht so wirklich ja, im Actionfigur-Sammelbereich unterwegs bin. Aber da hat man manchmal so ein, zwei kleine Highlights, die man doch ganz gerne in der Sammlung wird, gerade auch, weil ich ein großer Indie-Fan bin. Ja, was hat Palisades dann so besonders gemacht? Vor allem der Austausch mit den Fans. Ich weiß nicht, wer das kennt oder noch kennt. Also Palisades war sehr nah dran, gerade in dem Statuen- und Büstenbereich, an den Fans und war in den Foren sehr aktiv. Also unter anderem im RPF, also dem Replica Prop Forum und auch bei Spawn.com. Da wurden Prototypen gezeigt, Umfragen gemacht, wie das umgesetzt werden soll, ob es passt. Und das führte teilweise sogar so weit, dass ja, manche Chargen einfach gestoppt worden sind, weil das Feedback von den Fans letzten Endes dazu beigetragen hat, dass sie das so nicht umgesetzt haben wollten. Das ist, ich meine, in der heutigen Zeit ist es teilweise echt undenkbar, dass man so nah dran ist. Es ist halt einfach ein viel zu großer Markt geworden, aber damals waren halt die Zeiten, wo man letzten Endes eine Nische bedient hat und auch jeder Fan glücklich war, dass man in den Erwachsenenbereichen hohe Qualität bekommen hat. Sogar auch für kleines Geld, unterm Strich. Ja, aber was ist passiert letzten Endes? Palisades hatte Lizenzen und hat die Produkte erschwinglich angeboten. Das ging eine Zeit lang auch gut, aber unterm Strich hat man ja, den Aufwand bezahlt, die Lizenzen bezahlt und das de facto einfach zu günstig angeboten. Man wollte halt die Fanschiene bedienen, von Fans für Fans. So einerseits waren die alle da Pioniere, aber unterm Strich musste man halt lernen, dass das halt nicht gereicht hat. Und ist wirklich schade, weil neben, wie gesagt, der Muppet-Lizenz und der Resident Evil-Lizenz, gerade diese Lizenzen, die die großen Firmen nicht gekauft haben, weil sie halt nicht massenmarkttauglich waren, hat man sich dann da entsprechend hingestellt und genau diese Sparten bedient. Und eine ganz wichtige Sparte neben der Predator-Lizenz war natürlich auch eine Lizenz von einem Franchise, der 1979 begann mit den Worten In Space, no one can hear you scream. Und letzten Endes fing Palisades 2001 an, ihre ersten Alien-Produkte zu produzieren. Büsten, Statuen, fantastisch umgesetzt in enger Zusammenarbeit mit den Filmemachern, wie gesagt auch mit den Fans bezüglich Feedback. Und ja, das war eine fantastische Serie, aber so ist nun mal halt der Lauf der Dinge. Die letzten Statuen kamen 2004 oder 2005 raus zum ersten Alien vs. Predator Film und im Jahr 2006 brach man halt unter den Lizenzkosten, den Einträgen etc. einfach zusammen. Und das war der Zeitpunkt, wo Palisades Insolvenz anmelden musste.
und somit ist einer der großen Pioniere, ohne die es meiner Meinung nach Hersteller wie Iron Studios, wie Prime One, wie teilweise auch Hot Toys, also jede Firma, die hochqualitative Collectibles heutzutage produziert, es gar nicht gegeben hätte, weil ohne diese Vorreiter hätte diese ganze Industrie meiner Meinung nach nicht gemerkt, dass es da einen Markt gibt. Dass es erwachsene Sammler gibt, die nicht nur Kinderspielzeug haben wollen, gerade im Alien-Bereich. Es gab ja von Kenner gab es ja diese Alien-Action-Figuren, die haben ja teilweise sehr abstruse Eigenkreationen gehabt. Aber was etwas Filmakkurates zum erschwinglichen Preis, das gab es einfach nicht. Ich meine, die Büsten, die rauskamen, die sind für 40 bis 60 Dollar seinerzeit released worden. Ich meine, ich bin jetzt nicht so tief im Thema Inflationsbereinigung aber wenn man das unterm Strich jetzt hochrechnet, war das Preis-Leistungs-Verhältnis fantastisch. Allerdings, wie gesagt, all das hat der Firma unterm Strich das Genick gebrochen. Und mir geht es jetzt darum, auch wenn es diesen Hersteller nicht mehr gibt, aber das Vermächtnis, das bleibt. Aber gut, was soll ich jetzt lange drüber rumreden? Wie gesagt, ihr seht es jetzt halt hier und ja, wir schauen uns das Ganze mal so ein kleines bisschen im Detail an. So, der erste im Bunde, mit dem alles angefangen hat, der sogenannte Big Chap. Ich finde diese klassische Pose immer noch fantastisch. Mysteriös und gleichzeitig auch bedrohlich. Einfach ein Meilenstein des Horrorgenres auch mit allein der Entwurf von HR Giga, das so umzusetzen. Sehr schön hier auch zu sehen. Das ist ja die Version aus dem ersten Film, wo sich noch diese ganze Schädelstruktur unter dem Dome befindet. Ich bin auch ganz froh, bei vielen von den Palisades-Versionen ist im Laufe der Zeit halt dieser transparente Dome etwas vergilbt. Bei mir auch ein bisschen. Ich meine, gut, die Statue ist jetzt, glaube ich, oder die Büste genau genommen ist jetzt, glaube ich, auch 25 Jahre alt. Da muss man das schon mal in Kauf nehmen. Aber vom Detailgrad her über jeden Zweifel erhaben. Und das ist einfach so eine klassisch ikonische Pose. Die ganzen Details hier sind einfach wundervoll gemacht. Auch diese Rückenpipes. Wirklich toll. Ich habe mir die ewig nicht mehr angeguckt. Also sie stand einfach die ganze Zeit in der Vitrine. Und das Ganze jetzt nochmal wieder im Detail zu betrachten und hier rauszukramen, um das auch mit euch zu teilen, das ist echt, ja, das ist ein schönes Erlebnis. Einfach ein tolles Stück. So, und hier haben wir den Alien Warrior aus dem zweiten Teil. Man sieht hier, man ist halt aus Kostengründen weggegangen von diesem ja, durchsichtigen Dome oben am Kopf und dieser Schädelstruktur, sondern ja, mehr hin zu etwas ja, modellierten
möchte ich es mal ausdrücken. Und was auch auffällt, ist der Paint-Job. Der hat mich damals schon etwas verwundert auch, weil der eher in das Erdfarbene und ja, bräunliche reingeht. Und ich dachte mir damals auch, ja, die müssen doch eigentlich schwarz sein oder schwarz-blau sein. Aber es ist tatsächlich so, dass die Originalrequisiten von den Stan Winston Studios wirklich in diesen Farbtönen bemalt worden sind. Und der Rest hat halt ja, dieser blaue Farbfilter beim Film gemacht, als Cameron den Film gedreht hat. Einfach um diese Struktur hervorzuheben. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man gar nicht diese einzelnen Details im Film gesehen, sondern es wäre in einer schwarzen Masse versunken. Ich zoome euch das gerne auch noch mal ein bisschen dran. Da sieht man es sehr gut, schön diese Struktur mit den ganzen entsprechenden Details. Wirklich toll gemacht. Dieses Second Mouth. Fantastisch, wie viele Details man damals schon in so ein Collectible eingesteckt hat und hervorgehoben hat. Und hier haben wir Ihre Majestät, die Königin. Auch ein fantastisches Design, konsequente Weiterentwicklung von dem ursprünglichen Giga-Design. Einfach ja, toll, was James Cameron da an Ideen eingebracht hat, um diese Lore und diese Mythologie halt weiter zu spinnen. Dass man das Ganze wie ein ja, Insektenvolk oder Bienenstamm anlegt, wie man das auch immer sagen möchte, dass man halt die Warrior und Arbeiter hat und alles oben drüber ist eine Königin, die halt die entsprechenden Eier legt. Auch wirklich sehr schön gemacht. Gerade wenn man sich hier die Details anschaut, auch dieses transparente Polyston, um ja diesen Schleim oder Glibber zu rekreieren, gerade auch mit diesen bedrohlichen Szenen. Und auch wenn man sich die große Krone da anschaut, auch hier sehen wir wieder den Paint-Job, dass da Brauntöne im Spiel sind, wie auch gerade schon beim Alien Warrior erwähnt. Das ist wirklich alles sehr filmakkurat oder prop-akkurat, wenn man so möchte. Details an der Krone. Wirklich fantastisch gearbeitet. Gerade wenn man bedenkt, wann diese Büsten rauskamen. Ganz tolle Stücke. Ja, auch gar nicht mal so leicht. Polystone ist halt doch schon ein bisschen heftiger. So, hier sieht man auch nochmal Alien Queen. Ich habe die damals gekauft. Ich wusste gar nicht, dass das ein Artist Proof ist.
Die normale ist ja auf, ich glaube, 1500 oder 2000 Stück limitiert. Und das war halt ein Artist Proof Exclusive für darkworlds.com. Und darkworlds.com war, ja, damals in den End-90ern bis Anfang der 2000er einer der großen Online-Händler und Vertriebler für Sci-Fi und Horror-Collectibles. Das war die Zeit, bevor Sideshow den Vertrieb selber in die Hand genommen hat und bevor es diese großen Online-Stores wie Big Bad Toy Store und Entertainment Earth gab. Ja, und als die aufgekommen sind, hat leider auch Dark Worlds 2006 final den Betrieb einstellen müssen, weil der Konkurrenzdruck zu groß war. Wirklich ein absolut schönes Stück. Einen habe ich noch. Habe ich fast vergessen. Mensch. Neben den Statuen und neben den Büsten gab es nämlich auch von Palisades dieses wirklich nicht gerade leichte Alien-Eye-Replik. Natürlich nicht maßstabsgetreu, aber wunderschönes Stück. Habe ich damals für kleines Geld geschossen und ist auch immer noch ein Highlight in meiner Sammlung. Da ist sogar ein kleiner Facehugger drin. Aber das ganze Ding kann noch was. Und zwar ist es beleuchtet. Ich zeige euch das mal eben in einem etwas anderen Licht, dann ist der Effekt wahrscheinlich ein bisschen größer. Am Ende für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Vergangenheit geben, in die Geschichte von Palisades Toys und die ja, Geschichte hinter diesen wirklich schön gemachten Alien-Stücken, die immer noch ein sehr, sehr wertvoller Teil meiner Sammlung sind, die ich bis heute immer noch total schätze. Wenn ich was vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr Fragen habt oder vielleicht auch, falls ihr das ein oder andere Stück von diesem Hersteller in der Sammlung habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben lassen, gerne auch ein Abo da lassen, freut mich dann wirklich sehr. Und ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.